Deutschland ist auch eines der führenden Länder in der Windenergie. Es umfasst ungefähr 9% des Energieverbrauchs Deutschlands. Doch ist es erneuerbar und es ist beliebt und auch ziemlich unkompliziert. Wind dreht die Turbinen, die zu Generatoren verbunden sind. Das schafft Strom. Die Turbinen sind oft in der Nähe von Küstengebieten, weil es da mehr Wind gibt. Windenergie hat viele Vorteile, mehr als Nachteile. Nochmal, Wind ist kostenlos. Der Prozess ist unkompliziert und ist sehr vorteilhaft für Länder, die weniger natürliche Ressourcen haben. Es gibt auch keine Treibhausgasemissionen, nur in der Produktion der Turbinen. Windenergie ist sehr sauber und grün und es hat hohes Potenzial, die grünste Energiequelle zu sein. Nichtsdestoweniger, Windenergie hat auch Nachteile. Zum Beispiel, der Wind ist nicht immer kräftig genug, die Turbinen effizient zu drehen. Die Energie ist nicht immer beständig und kann nicht gespeichert werden, wie der Wind. Die Turbinen sind auch sehr groß und können eine Standfläche sein. Die Turbinen können Vogelzugverhalten unterbrechen und manchmal fliegen Vögel in die Klingen. Die Turbinen können auch Lärm machen, aber neue Technologie wird das bessern. Endlich sind die Turbinen teuer zu machen und sie besetzen viel Platz. Wissenschaftler forschen Windenergie jeden Tag und es ist ein wichtiger Teil der Zukunft der Energiewende. Wie in diesem Diagramm, Windenergie wird in Deutschland größer sein und in die ganze Welt. Mit vermehrter Forschung und besserer Technologie wird Windenergie effizienter, deswegen kommen die Kosten herunter. In Deutschland ist Wasserkraft etwa 3,3% des Energieverbrauchs. In meisten den Fällen funktioniert Wasserkraft wie folgt. Ein Damm ist in einem Fluss gebaut und schafft einen Wasserspeicher. Wenn Wasser von der Wasserspeicher befreit ist, fließt das Wasser durch Turbinen, die drehen und Energie produzieren. Hier ist ein Bild, den Prozess zu visualisieren. Wasserkraft hat viele Vorteile. Es ist viel besser als fossile Brennstoffe und Kernenergie, weil es echt erneuerbar und sauber ist. Wenn Wasser benutzt wird, um Energie zu schaffen, ist das Wasser immer noch nutzbar, weil es in dem Wasserkreislauf kreist. Es ist auch eine recht bequeme und unkomplizierte Energieform. Diese Energieform hat auch Nachteile. Zum Beispiel können die Dämme die Flussabflora und Fauna unterbrechen, weil sie wichtige Nährstoffe hinhalten. Wasserkraftwerke sind auch teuer zu bauen. Endlich muss es genug Wasser sein. Wenn es eine Dürre gibt, ist es sehr schwer, Strom zu produzieren. Bei sorgfältiger Planung und Forschung an jedem der Kraftwerkeorte können viele der Nachteile vermieden werden. Wasserkraft als eine saubere Energieform ist ein wichtiger Teil der Energiewende. Diese Energieform wird weiter zunehmen. Biomasse macht 8% der Energie in Deutschland. Für erneuerbare Energie ist das eine Menge. Biomasse ist Material von Pflanzen und Tieren. Populäre Beispiele sind Holz, Mais, Häcksel und irgendeine Typen von Müll. In entwickelnden Ländern benutzen viele Menschen Tierdünger. Sie brennen diese Materialien, um Energie zu machen. Man kann diese Brennstoffe für Fahrzeuge benutzen oder man kann Biomasse brennen, um Wasser zu heizen und Dampf zu machen. Dann dreht der Dampfturbinen, die Strom schaffen. In Deutschland ist die Mehrzahl der Biomasse Energie von Mais. Biomasse ist erneuerbar und ist oft Kohlendioxid-neutral, weil es befreit in brennend nur die Kohlendioxid, die die Pflanzen früher aus der Luft beseitigten. Ein anderer Vorteil ist, dass Biomasse überall ist. Länder können es inländisch produzieren und das ist gut für Energieunabhängigkeit. Es dient auch als eine Alternativnutzung für Abfall und ist viel besser als in einer Deponie gehen. Leider ist es viel Arbeit und Energieaufwand,
Bioenergie zu machen. Deshalb gibt es kleine Nutzenergie. Es gibt auch andere Nachteile, zum Beispiel macht der Prozess Treibhausgase wie Stickoxid und Methan. Ganz zu schweigen davon, dass die Biomassekraftwerke teuer zu bauen und zu pflegen sind. Nicht nur das, aber auch sind eine Menge die Biomasseformen jahreszeitlich. Ganz klar ein Problem. Viel zu oft müssen sie Wald roden, um Freiraum für Felder, die Biomasse machen, zu haben. Leider verursacht das Abholzung, die schlecht für Ökosysteme und das Klima ist. Endlich kann es mit Lebensmittelproduktion konkurrieren, die echt ein großes Problem ist, besonders denn viele Menschen weltweit haben Nahrungsunsicherheit. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung von Mais- und Sojaprodukten. Mit mehr Forschung könnte Biomasseenergie in die Zukunft nachhaltiger sein, besonders wenn effiziente Biomasseeingänge verwendet werden, zum Beispiel mehr Abfall statt essbarer Pflanzenbestand. Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft für Biomasse ist. Es hat viele Nachteile, aber wenn sie überwunden werden könnten, wäre es eine spektakuläre Energiequelle. Denn jetzt ist es ein mittelmäßiges Energiequelle. Und viel wird auf die weitere Forschung abhängen. Und ja, das ist ein schönes Bild von Abfall. Obwohl Deutschland ein führendes Land in der Versorgung und die Nutzung erneuerbarer Energieformen ist, planen die Deutschen in der Zukunft noch effizienter zu werden. Bedenkt man, wie entwickelt Deutschland ist, haben sie einen beeindruckend niedrigen Energieverbrauch pro Kopf. Berufung auf erneuerbare Energieformen hilft die Wirtschaft auch, denn diese Felder bieten mehr Arbeitsplätze als herkömmliche Energieformen. Es macht nur Sinn, dass Deutschland in der Energiewende weitergehen will. Es ist auch klar, dass die deutschen Bürger die Energiewende unterstützen. Das ist sehr wichtig, wenn eine Wende wirklich zu passieren ist. Als man hier sehen kann, 92% der Deutschen finden eine erneuerbare Energiewende wichtig. Auf globaler Ebene gibt es auch Beweise für Deutschlands Teilnahme an Klimaprotektion. Eigentlich ist Deutschland der zweitgrößte Geldgeber für internationale Klimafinanzierung. Die wirklichen Veränderungen passieren in den Hausständen der Deutschen, die besonders schwerwiegend über das Abfallverwertung und Wiederverwendung sind. Die meisten Deutschen fahren Fahrrad statt Autofahren und viele gehen zu Fuß. Dies ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für ihre Gesundheit. Sie haben auch ein einzigartiges und innovatives Gittersystem, das die Menschen ihre eigene erneuerbare Energie wie Solar oder Wind zu produzieren ermutigt. Wenn Menschen zusätzliche Energie produzieren, können sie es zu den größeren Energieunternehmen für einen Gewinn verkaufen. Insgesamt macht Deutschland große Fortschritte in Richtung auf die Energiepreise zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Zwar gibt es noch viel Arbeit zu tun ist, können sie als Vorbild für andere Länder in der ganzen Welt dienen. Ja, es kann wie Klischee klingen, aber sie können kleine, aber bedeutungsvolle Veränderungen in ihrem Leben machen. Hier sind einige Dinge zu versuchen. Gehen Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wenn Sie können. Bilden Sie eine Fahrgemeinschaft. Abstecken Sie unbenutzte Elektronik. Recyceln Sie. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haus isoliert ist. Versuchen Sie, vor Ort Essen zu kaufen, oft gesünder. Bringen Sie Ihre eigenen Taschen zum Einkaufen. Lufttrocknen Sie Ihre Wäsche. Pflanzen Sie Bäume in Ihrem Rasen. Doppelter Schlag. Sie bietet Schatten, Ihr Haus cool zu halten und Sie nehmen in Kohlendioxid. Kompostieren Sie und benutzen Sie mehr Wegbehälter und Wasserflaschen. Es scheint, dass einige von Ihnen sind nur Wege, Abfall zu reduzieren, aber es braucht viel Energie, um alle diese Produkte zu machen.
Danke für Zuhören und ich hoffe, dass Sie etwas interessant gelernt haben. Besonderer Dank für diese Quellen.